Morgen. Was sagt man in der Früh, André? Mein Zahn hat Ich habe einen Hunger. Avocado-Toast, 2 pochierte Eier, Avocado, Feta, Tomaten, Rucola getroffen. Das klingt gut. Was machen wir heute überhaupt? Richie hat mir ein Sauerstoffzelt organisiert. Wir wollen einfach das letzte Prozent rausholen aus dem Körper. Ich soll es jetzt jede Woche einmal machen und danach geht es zum Training. Also wir sind jetzt eine halbe Stunde vor Termin hier. Unüblich eigentlich. Unüblich, ja. Die Balkansalzung. Ah, das war Pfeffer, Mann. Warte mal, Schuhe ausziehen, gell? Ja. Also schlafen drin oder was macht man? Du kannst schlafen, du kannst arbeiten. Okay, machen wir mal zu. Was? 1 Stunde? 1 Stunde 20. Aber du kannst immer raus, Alex. Warte mal kurz. Du musst den Daniel mit reinnehmen. Ja, ist Kann man klar. zu zweit sitzen. Geht's nicht? Oh ja, sollte passen. Aber drinnen bekomme ich doch Luft, oder? Jawohl. Ja, okay. Aber wieso macht man sowas nicht so mit transparenten... Du askst nie. Willst du schon jetzt drinnen bleiben? Weiß nicht, soll Ich ich... würde nur sagen, du sollst noch vorher aufs Klo gehen. Musst du nicht pipi? Nein. Oder ich zwinge mich. Du schwärmst von dem, oder was? Das ist top, die Studienlage ist sehr gut für Energie. 3% ist viel, aber... Was? Legales Doping. Da ist Sauerstofftherapie, Alter. Gut, kacken. Geh mal kacken. Warum lachst du so? Ich schwöre dir, ich sperre dich in einen Flieger rein, Alter. Oder wenn wir mal zusammen fliegen, dann mache ich dich fertig. Ich erkläre dir nur ganz kurz, was Du musst jetzt da bleiben, 1 Stunde und mit mir reden. Du, ich habe einen Termin beim Zahnarzt. Welche Vorteile zieht Alex aus dieser hyperbaren Sauerstofftherapie? Und es gibt verschiedene Varianten, um den Körper mit mehr Sauerstoff oder auch weniger Sauerstoff zu versorgen. Genau, Alex nutzt so eine Schlafkammer in der Wettkampfvorbereitung zum Beispiel. Jetzt sind wir aber bei einem System, das ein Überangebot an Sauerstoff liefert. Das heißt, mit der HBOT-Systematik sind wir bei 100% Sauerstoff in diesem Zelt drinnen. Das heißt, er bekommt ein Überangebot an Sauerstoff. Wir versuchen mehr Sauerstoff in die Zellen zu bringen, mehr Sauerstoff in die Mitochondrien zu bringen und somit die Mitochondrien dazu anzuregen, mehr Energie zu produzieren. Auch Hormone profitieren davon. Zum Beispiel der Testosteronspiegel wurde auch gemessen in Studien, dass der ansteigen kann durch so eine Therapie. Ich glaube, dass Sauerstofftherapie für Sportler sehr wichtig sein kann, aber viel wichtiger sind natürlich die Basics. Ernährung, ein gesundes und gutes Training, Nahrungsergänzungsmittel, viel Schlaf und so weiter. Natürlich kann ich auf dem Level, wo Alex ist, ich sage jetzt mal, das ist so quasi das olympische Level, bei den letzten 3-4% was rauskratzen. Und dann macht Sauerstofftherapie Sinn, da gehen dann noch ein paar Prozent und das macht dann den Unterschied zum Beispiel zwischen Gürtel oder Nicht-Gürtel gewinnen. Und? Ein bisschen heiß hier. Und man spürt schon den Druck in den Ohren. Was hast du gemacht? Die Luft riecht gar nicht gut. Hilf mal raus, Mann, Alter. War gut, ein bisschen heiß, aber sonst gut. Am Anfang ein bisschen Panik gehabt. Als Kind hat mich mein Cousin in den Kofferraum eingesperrt. Und es war ganz eng und dunkel und seitdem habe ich die Angst. Wobei, wenn mich jemand im Training würgt oder so, gar nichts. Kältekabine. Was findest du eigentlich angenehmer, so Kältekammern oder Eisbaden? Angenehmer als Kältekammer. Eisbaden tut mehr weh auf der Haut. Ich weiß nicht, ob das den komplett gleichen Effekt hat, aber beides fühlt sich cool an. So, jetzt musst du Platz machen. 110, 6 Minuten. Genau, aufmachen und reingehen. Viele von euch haben auch schon gesehen, wie Alex jeden Winter in einen See hüpft oder in die Donau bei 4-5 Grad Wassertemperatur mit Eisplatten drauf und Schneefall. Also das ist schon ziemlich verrückt. Jetzt im Sommer, wenn es so heiß ist, dann nutzen wir immer eine Kältekammer. Da hat es minus 110 Grad, trockene Temperatur, also wirklich, wirklich, wirklich kalt. Aber nachdem es nicht feucht ist, ist es nicht unangenehm. Und er steht da locker 4-5 Minuten drinnen. Viele wissen, dass Regeneration und Erholungsfähigkeit ganz stark mit Kälte unterstützt werden kann. Aber was mir viel wichtiger ist, wieder das mitochondriale System. Die Kraftwerke der Zellen werden durch Kälte genauso unterstützt. Wir haben einen relativ kleinen Anteil an braunem Fett am Körper, so 150-200 Gramm, so wie ein kleines Steak. Und wir können das durch Kältetherapie hochtrainieren. Das ist das Fett, das der Körper braucht, das wir auch wirklich haben wollen. Denn braunes Fett ist extrem reich an Mitochondrien und extrem reich an Eisen. Aber was viel wichtiger ist, es unterstützt unseren Körper bei der Thermoregulation. Das heißt, dort wird dann ATP ausgeschüttet, Energie, und den Menschen wird warm. Man kann das aber genauso auch zur Energiebereitstellung im Sport nutzen. Das heißt, braunes Fett ist enorm wichtig, dann ist mir seltener kalt, weniger kalt und ich habe viel mehr Power im Training. Super geil. 6 Minuten sind super, besser als 4. High Performance Super Saiyan Training fertig und jetzt gehen wir zum richtigen Training, Krafttraining.
Wir fokussieren uns jetzt viel auf hintere Kette, auf viele Rotationen im Rumpf. Kein klassisches jetzt Krafttraining, dass ich jetzt sage, ich pumpe jetzt oder so. Kraft ist wie Geld, man hat nie genug davon, oder? Outfit of the Day, natürlich Phantom Athletics. Echt sehr qualitatives Trainingsoutfit und Trainingsequipment mit Cold Rocket. Spart ihr 20%. Was wird hier gemacht? Machen wir ein Intra. Wir hat ein neues Produkt rausgebracht, Perfect Carb Loader. Ich habe leider wenig gegessen heute und einfach die Kohlenhydrate zu ballern, trinke ich das jetzt während dem Training für mehr Energie. Das habe ich neutral, also kein Geschmack. Dafür gibt es noch ein Isoclear dazu von Wassermelone, um es einfach geschmacklich abzudecken, aber auch natürlich Proteine zu ballern. Alles findet ihr auf der ISN-Seite und mit Cold Rocket spart ihr maximalen Rabatt. Verschiedene Positionen, ganz hoch, Mitte und ganz runter. Und was trainierst du damit? Den Rumpf und den Core. Vom Core kommt halt eigentlich fast alles. Jeder Schlag, jeder Kick. Beim Ringen braucht man den Core. Wichtig, den Arm immer ausstrecken, ausgestreckt. Das Wichtigste ist dabei, immer die Kontrolle zu behalten und nie sich vom Gummizug wegziehen zu lassen, sondern immer die Kontrolle. Das ist das Wichtigste. Je langsamer das macht, desto schwerer wird es. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man das nicht komplett schnell machen soll, aber auch nicht komplett langsam, weil sonst dauert der Satz bei 15 Wiederholungen über 2 Minuten. Aber irgendwo in der Mitte eine Balance zu finden, finde ich immer gut. Glaub mir, das ist anstrengender als 230 Kilo Hip Thrust, die wir heute machen. Das ist hart. Es gibt keine ekelhaftere Version von Kniebeugen als die. Arbeitet nicht nur die Beine, sondern Rumpf, Arme. Also das ist jetzt so meine Philosophie. Die Beine werden im Normalfall immer stärker sein als der Oberkörper. Wenn der Oberkörper mit den Beinen nicht mithalten kann, bringt meine Kraft in den Beinen mit. Und das ist eine Übung, der Oberkörper lernt, mit den Beinen mitzuhalten. Frontkniebeugen, egal jetzt welche, aber überhaupt, weil das Gewicht dich extrem nach vorne zieht und du musst aufrecht bleiben. Das ist eigentlich gerade für uns halt super. Geisteskranke Shape. Alter, wirklich geisteskranke Shape, oder? Immer schon. Ich kenne ihn ja schon über 10 Jahre. Das sind die serbischen Gene. Ja, genau. Das ist es. Komm mal drauf da. 15er sind 210, 220, 220. Like that, baby! That way! Boah. Starke Schultern, starker Schlag. Ein Rotatorenmanschette hinten. Auch verletzungspräventiv, aber auch natürlich, wenn man da Bums haben, wenn man einen Haken oder einen Uppercut oder eine Gerade, bis wir da Bulletproof haben. 15 Kilo, 6, 3 Wiederholungen. Ist das eine Übung, die deinen Schlag stärker macht oder einfach nur deine Schulter stabilisiert? Beides. Auf jeden Fall ist es eine Kraftübung. Es kann wahrscheinlich mit dazu beitragen, dass der Schlag stärker wird. Du brauchst eigentlich für einen Knockout nicht viel. Du musst halt nur auf der richtigen Stelle treffen. Aber es ist, wie gesagt, verletzungspräventiv. Hier. Das ist die Rakic-Übung. Jo. Nicht die Rakic-Übung, die hat schon einen Namen. Nordic Curls. Schade. Aber ich mache es hier am Geländer, weil es sehr eng ist hier. Boah. Sieht einfach aus, gell? Nee. Nein? Nein, gar nicht. Hardcore. Aber ich mache es halt mit einem dicken Gummizug. Je dünner du das machst, desto schwerer wird es. Aber das ist die ultimative Hamstring-Übung. Viele machen den Fehler, wenn sie eine Knieverletzung haben, dass sie gleich den Quadrizeps trainieren. Ist auch wichtig natürlich, den Vastus medialis vor allem. Aber sehr wichtig ist es, die Hamstrings zu trainieren. Die entlasten das Knie. Und wenn der Muskel anstaut, zieht er zurück. Das heißt, ich komme nicht in die Schublade. Das heißt, der Oberschenkelknochen kann nicht über den Unterschenkel. So passiert eigentlich ein Kreuzbandriss. Fuck.
Over and out.